Hey Leute, ich habe gerade die neue Box von Dell ausgepackt und ich dachte mir, wenn ich hier noch was anderes zum Unboxen habe, nämlich eine ThinkPad Compact Tastatur. Also der Karton ist zwar nicht schön, sondern recycelt, aber so. Kurz zur Info, bevor ich das auspacke. Ich besitze ein Laptop. Bei diesem Laptop handelt es sich um ein ThinkPad X220. Bei dem ThinkPad X220 handelt es sich um den letzten Laptop von Lenovo mit dieser alten Tastatur. Das hier ist die neue Tastatur mit diesem Island-Design, wo Lücken dazwischen sind. Ich habe dieses Design als sehr scheiße empfunden. Erstmal, was ich gesehen habe. Ich habe eben kein neues ThinkPad, weil ich denke, ist scheiße und so. Ich lasse mich eventuell überzeugen von dem Ding jetzt hier. Okay, erstmal, ist das ein richtiges... Das ist kein Trackpad, oder? Das ist nur für diesen Trackpoint, gell? Okay, erstmal Zubehör, richtiges Unboxing. Wow. Nix Zubehör, der Karton ist ansonsten weiter leer, relativ... Ja, der Karton ist ziemlich leer. Da ist nur eine Anleitung drin und dieses müllige Kabel. Das ist einfach nur Micro-USB. Ist okay, kann man machen. Oh, also ein Unterschied ist da. Ich lege mal ganz kurz meinen Tascam daneben. Ist das mal weg mit meinem ThinkPad. Popper Shell. Ich merke gerade sogar, so groß ist der Unterschied gar nicht. Also der Soundunterschied, doch, also der hier ist noch... Also der Klick-Sound ist ein bisschen anders so. Das ist, ich hätte es gerne ein bisschen klickiger. Ich mag ja an sich auch mechanische Tastaturen. Das hier unten, Digga, das ist noch so richtig schön geformt bei meinem. Ich benutze generell diesen Trackpoint nicht, weil ich den ein bisschen blöd finde. Aber, wenn ich ihn benutze, dann, naja. Ich fände es geil, wenn die hier unten ein Trackpad hingebaut hätten. Ich hätte es so gefeiert. Das wäre geil. Das ist ein Unboxing und erster Eindruck. Ich denke, ich werde dieses Video jetzt beenden. Ich habe aber gerade an meiner normalen Tastatur in meinem PC begonnen, ein bisschen was zu schreiben. Die Frage ist, wie das ist verglichen mit der besten Notebook-Tastatur, die existiert. Zumindest meiner und der Meinung einiger anderer Menschen nach. Das ist jetzt das Interessante. Ich werde Schreibtests machen, extrem viel, und ich werde das Ding komplett riesig reviewen und einem ewig langen Review-Dingens. Und dann werde ich auch eventuell eine Entscheidung treffen, ob ich persönlich auf ein neueres ThinkPad irgendwann switchen werde. Jetzt bald nicht, aber irgendwann. Also wenn das kaputt geht, natürlich dann sowieso irgendwie, aber ob es eine gute Idee ist. Man muss ja auch sagen, dass Lenovo das Ganze ein bisschen gegen die Wand fährt, so ein bisschen. Ja. Erwartet von mir ruhig mehr von dem Keyboard zu hören, aber es kann ein bisschen dauern. Bis irgendwann. Ciao Leute.